Ja, guten Morgen. Ich darf schon wieder ein freundliches Gesicht machen, weil das Wetter ist entsprechend. Wo ist die Kirche? Da ist die Kirche. Da gehe ich jetzt mal hin, wenn ihr wenigstens den Kirchturm seht. Ja, wir waren im Hotel Auszeit. So, jetzt habe ich beides. Da ist die Kirche. Blauer Himmel, nicht weißer Himmel. Und das gehört hier alles dazu. Haben gut geschlafen. Ganz nette Leute hier. Und tolles Frühstücksbuffet. Ja, mega. Ich freue mich auf den Tag heute. Es geht grobe Richtung Zell am See, dann nach Mittersill, von da aus über Felbertauern, Lienz, Villach, nach Kranj, schreibt sich hinten mit J, könnt ihr mal schauen, in Slowenien. Das heißt, wir überwinden heute 2 Grenzen, einmal nach Österreich, einmal nach Slowenien. Und ja, der blaue Himmel verspricht ja einiges. Es ist nicht eine Wolke am Himmel und das wird sicherlich sehr, sehr gut. So, wir sind losgefahren. Ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort heißt. Das blende ich euch mal ein. Oh, das geht schon mit dieser Luft los. Das ist so frisch Gras gemäht, geschwängert. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So, heute geht es über 2 Grenzen überweg. Einmal fahren wir nach Österreich rein. Und dann nach Slowenien. Aber eben auf die Jungs warten. Ja, der Heckkamera kommt heute im Hauptteil zum Einsatz, weil ich vorne wegfahre. So. Da hinten steigen schon wieder Quellwolken auf. Heute Morgen war der Himmel wirklich blitzblau. Aber es ist kein Regen vorhergesagt. Alles an Klamotten, was aufgeht, ist offen. Das wird gut. Guckt euch das Panorama an, das ist doch der Wahnsinn.
Herrlich. Ich glaube, es geht schon wieder los. Garmin Special Modus. Also ich habe hier bei mir die Navigation schon ausgeschalten, weil meine macht mich schon wuschig, wo die her will. Und schaut mal, also das kann nicht beabsichtigt sein, ist aber schön. Wir fahren durch kleine, feine Orte. Meine Navi weiß, hier ist Ende. Guck mal, so ist das dann mit den Navigationssystemen. Ich mach die Scheiße jetzt einfach aus. Ja, das ist der Hammer hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Ort heißt so, durch den wir jetzt gerade durchfahren. Wir hatten eben eine leichte Irritation und mussten dann doch nochmal 7 Kilometer über die Autobahn fahren, obwohl wir es eigentlich gar nicht wollten, weil da kam dann eine Straßensperrung dazwischen. Und da gab es kaum andere Optionen. Kurz über die Autobahn, in Zell wieder runter und jetzt sind wir auf dieser Bundesstraße, die die nächsten 15 Kilometer in Richtung Zell am See geht. Also wir kommen erst nach Lofer und dann nach Zell am See. In Zell am See geht es dann rechts rum in Richtung Mittersee und das ist dann eigentlich schon die Auffahrt in Richtung Felbertauern. So, obwohl wir noch so eine Brotdose hier haben, hieß es nicht umsonst wohl gefährlicher Streckenabschnitt, also es geht jetzt gerade bergunter. Hier ist auch der sogenannte Gletschergarten. Hier muss man wirklich intensivst auf die Straße achten, weil es gibt links und rechts so viel Schönes zu sehen. Ich meine, schaut euch das mal an hier. Ich meine, gut, das kann die Nordheide wirklich nicht bieten. Oder Norddeutschland. Solche Straßen. Leider sieht man im Moment nicht so viel. So, jetzt sind wir die Brotdose endlich los und fahren jetzt 13 Kilometer in dieser super schönen Landschaft. Nach jedem Schlucht, nach jedem Tunnel eine neue geile Perspektive. Schaut mal hier jetzt hier oben. Oh, super. Es ist Samstag, okay. Das heißt, es sind wahrscheinlich auch relativ viele Ausflügler unterwegs. So, jetzt sind wir durch Lofer durchgefahren und fahren Richtung Zell am See. Und es ist einfach herrlich. Es ist nicht zu warm. Die mähen hier schon das Gras ab, da zum Beispiel. Kann man von sowas abhängig werden? Ich glaube ja. Ich könnte es sogar verstehen. Ja. Die Jungs sind hinter mir. Und er lässt uns hier jetzt auch wieder zufrieden mit seinen Kajaks. So, jetzt geht es hier um die Kurve. Jetzt kommt schon wieder Motorräder.
Ja, der ein oder andere, der unsere Videos öfter schaut, dem wird das hier bekannt vorkommen. Hier bin ich mit der weltbesten Sozia, als wir in Saalbach waren, auch ein- oder zweimal runtergefahren, weil es ist direkt die Richtung. Es ist die Richtung Zell am See und vorne geht es dann rechts nach Saalbach dann weg. Aber es ist einfach super schön. Tunnelspaß. Ja, wir sind jetzt kurz vor Mittersill und da geht es dann auf die Felbertauernstraße rauf. Wir werden aber versuchen, vorher noch eine Pause zu machen. Es ist schon sehr, sehr schön hier. So, Mittersill angekommen, Freunde. Da oben geht's hoch. Ja, nicht ganz, aber ziemlich. Kurz Päuschen gemacht, Kaffee getrunken und nun geht's los. Ja, das ist mautpflichtig, das Ganze. Mautspflichtig. Ich habe schon... Hinter mir ist ein Hase. Er ist ebenso furchtsam wie schmackhaft. Ich sehe den Hasen nicht. Ehrlich? Man gebe mir ein Gewehr. Nein, lass das Tier zufrieden. Das sieht schon mal sehr spektakulär aus da oben. Ihr seht das nicht, weil da ist noch das Dach davor von der Tankstelle. Ich habe eben mit meinen Mitfahrern gesprochen über das Headset. Das ist immer so ganz lustig, wenn ich anfange hier was in die Kamera zu sabbeln und gleichzeitig das Ding anhab. Das Mikrofon vom Headset. Dann kann es durchaus mal zu Rückmeldung kommen. So, dann geht's aber gleich weiter. In der Regel kriegt die Strecke 2 Spuren, die bergan führt. Weil hier kann ja auch mal ein LKW rüberfahren. Und sonst kriegst du den nicht überholt. Genau, das ist so eine der genialen Kehren hier auf der Felbertauern. Ich bin schon mal andersrum gefahren. Aber wie ich gesagt habe, es ist wie Autobahn, nur mit Kurven drin. Wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt, dann sagt ihr Bescheid.
lasse sie laufen. Ich lasse meine laufen. Alle. Ich möchte nicht Gefahr laufen, dass die irgendwann anfangen rumzuspacken. Ja. Felbert Tauern Tunnel. Jetzt geht's rein in den Tunnel. Das heißt, wir Nein, hier ist 50. Das heißt, wir zahlen hinter dem Tunnel erst. Also. Jetzt baut. Der Klaus zahlt für alle 4. Habt ihr das gehört? Das ist super. Da kann ich mal Portemonnaie nämlich schön im Rucksack lassen. Muss mir nicht nochmal merken, dass ich es eingepackt habe. 1, 2, 3. Danke. Schaut euch das mal an hier, das ist so grandios. Sieht unecht aus irgendwie. Irgendwie ist man ja auch privilegiert, wenn man bei so einem Wetter hier fahren darf. Das könnte ja auch junge Hunde regnen, total neblig sein und wir müssen trotzdem hier rüber. Da ist mir das so schon lieber. Ich will jetzt nicht sagen, dass das immer so ist, wenn ich Motorrad fahre. Ist ja nicht so, aber es ist wieder mal so. Nee, eigentlich nicht, weil setzt mal voraus, dass du ein paar Seilbahnen hast. Und weiter unten Richtung, also vor Lienz, Matrei und so glaube ich schon. Aber hier oben nicht. Wobei Großglockner sind Skilifte drin. Und läuft super. Also. Kein Bike dabei war schwächelt, kein Fahrer dabei, der schwächelt. Wir lassen schön gemütlich angehen. Hatte heute Morgen schon die Stiefel an und die Buchse noch nicht. Oh Gott!
So, das wird gut. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch alles Rotze. So, frisch Gras gemäht, geschwängert. Kann man von sowas abhängig werden? Ich glaube ja. Ach Mann. So, mautspflichtig. Man gebe mir ein Gewehr. Also für mich ist das alles Bullshit. Die wird gefunden. Auf jeden Fall. So, Auf jeden Fall. ist direkt die Richtung. Die wird gefunden. Ist das geil hier, du. Das ist doch unfassbar. Sonnenbrille gefunden. Es geht endlich los. Und dann ist der Tag für heute zu Ende.